Servus, ich bin die Kathi und heute nähe ich schon wieder ein Kleid. Ich weiß. Highly creative. Aber ihr müsst mir das nachsehen, weil ich habe jetzt diesen Stoff geliefert bekommen und den suche ich schon seit Ewigkeiten. Also ich suche so einen gepunkteten Stoff in diesem geilen Rot, in dieser lockeren Chiffon-Qualität. Und dann habe ich ihn gefunden online und dann musste ich ihn bestellen und es hat Ewigkeiten gedauert, bis er hier ist. Und jetzt ist er endlich hier, weil du hast, ich werde jetzt dieses Kleid nähen. Ja, ihr wisst ja, sonst probiere ich eigentlich immer schön so von allem etwas zu machen und nicht zum Beispiel ein Kleid zu nähen, nachdem ich gerade letzte Woche ein Kleid genäht habe. Aber schaut ihn an! Er ist so schön! Das sind übrigens 1,50 Meter und ich will daraus dieses typische rot gepunktete Kleid machen. Ihr wisst, welches ich meine. Ich glaube, es hat schon jeder mal gesehen, dieses Kleid. Ich liebe es. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich für Ärmel machen werde. Ich glaube nicht, dass ich lange Ärmel machen werde, weil ich ja schon mein blaues Viskosekleid, das Kleid, mit langen Ärmeln habe und ich glaube, ich brauche jetzt 2 Kleider im Schrank mit langen Ärmeln. Aber ja, jetzt werde ich das erstmal in die Waschmaschine hauen, aber davor werde ich jetzt noch kurz eruieren, welcher Rotton das ist und welcher da mit meinen Nähfäden zusammenpasst. Ja, let's see. Das ist die gleiche Farbe. Und, was findet ihr? Ist das die gleiche Farbe? Ich glaube, das ist ein bisschen roter. Und das ist mehr orange. Ich glaube, dass das Rot theoretisch besser wäre. Das habe ich auch noch gefunden. So Überbleibsel, mehr Rot habe ich nicht. Ich meine, das wird reichen, aber ich wollte eigentlich auch die ganze Overlock damit aufspannen. Und ich habe nur 2 Zapfen. Vielleicht könnte ich das als Cone nehmen. Oder ganz viel von dem auf sowas draufspulen oder so. Ja, also dass es wenigstens für ein paar Overlock-Nähte reicht. Das werden wir noch alles eruieren, das kommt noch. Okay, Partpieps. So wie ich das letztes Mal gemacht habe, werde ich mit dem Rock anfangen. Generell mache ich das immer so, wenn ich eine Kleidung mache, dass ich dann immer mit dem Rock anfange, weil dann weiß ich einfach, wie viel Stoff ich noch übrig habe. Und letzte Woche habe ich einen halben Circle Skirt gemacht, also einen halben Tellerrock. Da der Stoff aber besser fließt, habe ich mir gedacht, es reicht vielleicht ein Viertel Tellerrock, also ein Quarter. Und um das zu testen, kennt ihr zum Beispiel, weil das ist ja eine Ecke, obviously. Also, das ist eine Ecke, da ist der rechte Winkel und bevor es ein Quarter wäre quasi das da, das ist ein Viertel und das tue ich mir jetzt einfach so rum und dann sehe ich, inwiefern ein Quarter Skirt ausschauen würde. Also so könnt ihr testen, ob euch das genug ist oder ob ihr ein bisschen mehr Wuschel-Wuschel haben wollt, dann würde ich eher auf einen halben Circle Skirt gehen, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist eigentlich okay, Wuschel-Wuschel, also das wäre bis hier. Zuerst habe ich mir gedacht, ich möchte mehr Volumen da unten, aber wenn da ja nur so Ruffles und sowas hinkommen, ich glaube, das ist einfach zu viel. Und deshalb werde ich es bei einem Quarter belassen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Jo, also werde ich jetzt meine App zücken und da das mal kurz ausrechnen, weil 1,5 Stofflänge ist doch ein bisschen knapp. Also ich hoffe, das geht mal aus. Aber es wird schon. Mit den ganzen Ruffles, irgendwie habe ich diese Ruffles nicht mit einberechnet, wie ich den Stoff bestellt habe. Ja, es wird. Let's do it. Amazing Effekt. So, ich nehme jetzt mal 1,5 Mal mein Taillenmaß, weil das Ganze soll ja gewickelt werden, mein Rock. Und das sind bei mir, Pi mal Daumen, so 100 cm. Ihr müsst dabei aber bedenken, dass der Stoff wahnsinnig dehnbar ist und da sicher nur ein paar Zentimeter rausgehen. Die Länge nehme ich 44. Dann gebe ich das in meinen Circle Skirt Calculator ein, drücke auf Quarter Skirt, Mini und gebe dann meine 100 cm ein, was jetzt quasi mein Umfang ist, quasi, den ich brauche. Und da kommt dann raus, dass ich einen Radius von 62 cm brauche. Und ja, das werde ich jetzt mal einzeichnen. Und es ist echt groß.
fuck, ey, ist das groß. Da ist mir echt schlecht geworden, weil da haben wir gedacht, wie soll sich das jemals ausgehen? Um Gottes Willen mit dem Stoff, aber ja. Und dann habe ich eben die Länge meines Rockes darunter gemessen, die 44. Da müsst ihr bedenken, da kommen ja nur die Ruffles hin, ja? Also das ist nicht eure Endlänge. Und ja, das habe ich halt dann auch ausgeschnitten und so schnell habe ich dann so einen Quarter, also so ein Viertel Tellerrock gehabt. Was, ja, und da bin ich übrigens da am Ende durch da so eine Kurve reinschneiden, weil wenn ich den dann rumwickel, soll ja der vorne oben so in der Schlaufe hochgehen, ne? Und so schaut jetzt mein Wickelrock so far aus. Da bin ich eigentlich ganz happy. Er ist hinten ein bisschen kürzer, aber don't worry, das wird sich später regeln. Und jetzt tue ich da die Hinterseite abkopieren von einem T-Shirt von mir, das ich ein bisschen eingeschlagen habe, weil das ja nur bis zur Taille gehen soll. Das ist jetzt quasi mein Hinterteil. Und jetzt mache ich die Vorderteile und die lege ich wirklich so schräg an, also von dem Ausschnitt meines T-Shirts bis zur anderen Ecke. Ihr müsst es übrigens gleichmäßiger umschlagen, auch das Vorderteil, damit es gleich lang ist, obviously. Und das schaut dann so aus. Da werde ich wahrscheinlich noch einen Abnäher brauchen und das muss ich auf jeden Fall begradigen. Also das habe ich da schief ausgeschnitten. Das werde ich definitiv jetzt noch abschneiden. Da tue ich mal eine kleine Sicherheitsnadel, eine Pinnnadel durch mal rein und weg. So, jetzt habe ich mein wunderschönes Vorderteil und das werde ich auch noch ein bisschen schief abschneiden. Da hat sich einfach gezeigt, dass das besser funktioniert und dementsprechend mein Rückteil anpassen. So, und das ist jetzt mein ganzer Stoff, den ich für die Ruffles noch habe, also die ganzen Rüschen müssen da noch raus, es müssen die Bänder raus, mit denen ich das ganze Wickelkleid binde, obviously, und irgendwas muss noch raus, Schrägband muss noch raus, weil ich möchte die ganzen Innenseiten bei den Rüschen, also beim Ausschnitt und so, mit Schrägband verarbeiten. Will heißen, das muss da auch noch raus. Aber ich glaube, es schaut ganz gut aus. Mein Plan ist jetzt mal, dass ich da so reinschneide und daraus die Ruffles mache. Ja, ich werde wahrscheinlich die Bänder hier mal so rausschneiden, weil das ist eine stabile Webkante. Und für die eine Seite, weil da brauche ich ja ein kurzes Band, und für die andere Seite, wo quasi mein ganzer, wo man um mich rum muss quasi, werde ich wahrscheinlich hier rausschneiden, weil dann habe ich das schon mal weg. Dann habe ich diese große Fläche und das eben für die ganzen Ruffles und ich muss halt da werde ich wahrscheinlich Schrägband draus machen aus dem Part. Ja, das ist so der Plan. Aber es ist besser, wie ich dachte. Ich habe viel mehr übrig, wie ich dachte. Also ich bin positiv überrascht von mir selbst. Yay! So, für die Ärmel nehme ich da mein Schnittmuster her, was ich letzte Woche gemacht habe. Da verlinke ich euch das rechts oben, wie ich das getan habe. Und ich habe es einfach nur verlängert, dass die Flügelärmel einfach länger werden. Obviously. Gut, jetzt haben wir hier wieder mein Rückenteil. Genau, diesmal nur schön für die Kamera. Hier wunderschön, wunderbar. Also ganz simpel. Und meine zwei Vorderteile, die ich natürlich gespiegelt brauche. So, ich fange jetzt noch mit den Abnähern an und da werde ich da einfach ein bisschen runtergehen und da das dann einfach umschlagen und da einfach mal einen Abnäher abstecken. Das ist wirklich so eine Schätzung, ob das passt, sag ich jetzt mal. Jetzt ist auf jeden Fall an euch dranhalten, ob das die richtige Position ist für eure Brust. Wenn das passt, lege ich das so wirklich so nebeneinander hin, damit ich das wirklich exakt spiegeln kann, weil ich das ja nicht abgemessen habe oder sowas, deshalb muss ich es visuell spiegeln, aber so funktioniert das dann eigentlich ganz gut. Dann habe ich auf beiden Seiten den gleichen Abnäher. Von der Größe des Abnähers, da müsst ihr einfach anschauen, wie groß ist eure Brust, wie groß braucht ihr den Abnäher. Bei mir reichen eigentlich 3 cm insgesamt und dann passt das alles wunderbar. Dann tue ich das natürlich glatt bügeln und tue das dann noch wieder gerade schneiden, weil dadurch, also durch den Abnäher ist jetzt da quasi ein Huckel entstanden. So, jetzt habe ich meine Abnäher weggebügelt und jetzt kann ich das zusammennähen. Das tue ich jetzt einmal rechts auf rechts zusammen an der Schulternaht und ich nähe da einfach immer jeweils mit einem Geradstich drüber und mit der Overlock. Und dann habe ich es mir ja hingehalten und habe festgestellt, dass ich unbedingt mehr Armausschnitt brauche. Das ist mir viel zu eng für ein lockeres Sommerkleid und dementsprechend vergrößere ich den Armausschnitt auf beiden Seiten. Und dann kann ich auch schon die Ärmel hinmachen. Den habe ich davor doppelt umgeschlagen, also damit ich den später nicht mehr versäubern muss und pinne den einfach von der Mitte aus nach außen fest und nähe da auch drüber mit der normalen Nähmaschine und dann mit der Overlock. Tada! By the way, ich habe jetzt meine Overlock so aufgefädelt, weil ich hatte nur eben diese zwei Zylinder-Dinger, die ich immer noch nicht weiß, ob sie dieselbe Farbe sind oder nicht. Und dann habe ich mit dem einen Zylinder-Ding einfach so eine Spule aufgespult.
Und das ist auch noch so ein Restgarn, den ich noch hatte, der auch so etwa die Farbe hat. Und so habe ich das dann einfach aufgefädelt. Und jetzt habe ich eine rote Overlock-Naht. Man muss kreativ sein im Leben. Also es funktioniert übrigens. Also wenn ihr das einmal machen wollt, please do. Es funktioniert. Also weil die wenigsten von euch werden wahrscheinlich immer 4 Zylinder von derselben Farbe dabei haben. Also ich habe das nur in weiß und in schwarz. Aber so funktioniert's auch. Yay! So, ich habe jetzt da die Naht fertig und bevor ich jetzt weitermache, werde ich nur die ganzen Seitenteile hier mit Overlock versäubern. Warum mache ich das extra? Das sage ich euch jetzt. Ich werde jetzt nämlich die Seitennaht schließen, aber also da sehe ich, dass ich da viel zu lang bin hinten, aber ist wurscht. Ich werde es erstmal feststecken und noch nicht zusammennähen. Erst einmal feststecken, beide Seiten mache ich da durch zusammenstecken und zwar, da muss ich jetzt nämlich eruieren, wo ich ein Loch brauche für meinen Wrap-Dress Dingsbums. Und zwar, da lege ich mir jetzt nochmal den Rock hin, um wirklich sicher zu gehen, auf welche Seite, also welche Seite oben sein muss. Wunderbar. Will heißen, ich brauche jetzt von euch aus gesehen auf rechts brauche ich ein Loch, quasi, wo mein Faden dann später, also mein Band, mein Gürtelding durchgeht. Und dementsprechend tue ich mir das markieren, dass ich da ein Loch brauche, ganz unten. Also natürlich ein bisschen Nahtzugabe dann für den Rocker noch dazu rechnen, aber da lasse ich quasi frei. Also ich tue quasi die Naht machen. Ich lasse da ein bisschen was aus, tue davor, vor und zurücknähen und dann steppe ich das Ganze nochmal ab. Und so einfach habt ihr eine Öffnung, wo ihr dann später euer Bindeband quasi durchführen könnt, damit ihr euer Dress wrappen könnt, so mache ich selber rum. Und dann habe ich noch festgestellt, dass ich hinten nur 2 kleine Abnäher brauche, wirklich super dünn, nur 1 Zentimeter breit. Guten Morgen. Oh Gott, ich sag's euch, ich habe gestern bis tief in die Nacht genäht. Ich war voll so im Nähflash. Ich meine, was tut man sonst an einem Samstagabend? Oh. Ja, ich weiß nicht, an den ganzen Tag war ich eher so demotiviert und am Abend, sobald ich angefangen habe zu nähen, ging es voll dahin. Und ja, es ist in der Früh und ich habe eigentlich schon die Basis vom Kleid, sag ich jetzt mal. Also ich habe ich habe das Grundgerüst vom Oberteil quasi und ich habe den Rock. Und jetzt muss ich eigentlich nur die ganzen Ruffles machen. Nur die versäubern, dran machen und dann alles beide zusammenhängen. Aber das wird sich halt nur ausgehen. Yay. Also habe ich gar nicht so lange gebraucht. Also ich weiß nicht, wann habe ich halt angefangen. Ich habe gestern habe ich um 3 angefangen am Nachmittag, habe dann eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, bis 11 oder so. Mit kleinen Pausen natürlich, aber schon so ziemlich durch. Und heute brauche ich sicher auch nochmal so 5-6 Stunden insgesamt. Für alle die mir fragen, wie lange ich brauche. Und das kann ich ja immer schlecht sagen, weil ich eben an allen möglichen Projekten gleichzeitig arbeite und alles. Aber das ist jetzt schon ziemlich pur jetzt, ja. So durchgehend habe ich fast noch nie an einem Projekt gearbeitet. Also, ja, und ich habe mir jetzt meinen Kaffee geholt und es schaut aus, da liegt das ist der Rock, glaube ich. Oh mein Gott, da ist mein Kaffee und dort drüben ist der Mess. Oh mein Gott. Okay, gut. Los geht's. So, ich fange jetzt einmal mit den Rüschen an fürs Oberteil und dafür brauche ich ganz viele Donuts, weil wenn man diese Donuts dann aufmacht, hat man Rüschen. Yay! Von dem her nehme ich jetzt einmal 32 als Maß für mein Quadrat, stecke dann quasi einen Donut, also und schneide den aus. Das habe ich einfach geschätzt, diese Maße. Also ich habe es einfach probiert und festgestellt, dass sie dann ganz schön fallen von der Rüschung her. Ist natürlich so, je größer ihr den Kreis macht, desto weniger rüscht sich, also den inneren Radius. Und je kleiner ihr den inneren Radius macht, desto mehr rüscht sich das Ganze. Dann tue ich das Ganze natürlich zusammenstecken. Also ich habe 2,5 Donuts habe ich gebraucht insgesamt. Tue das zusammennähen und dann habe ich eine durchgehende Rüsche. Aber jetzt mache ich erst einmal mit den unteren Rüschen weiter. Und da habe ich eben aus diesem Pizzastück da meine Bahnen geschnitten und die sind halt die haben halt so einen großen Radius, die rüschen sich von selber quasi überhaupt nicht. Also fast nicht. Und dadurch, dass der Stoff auch noch ziemlich nachgibt, rüscht sich da wirklich nichts mehr und dementsprechend muss ich das dann rein. Okay, oh man, das hat jetzt echt doch länger gedauert, wie ich
so dünn as possible und das hat Ewigkeiten gedauert. Und das ist ja noch das Ruffle-Ding, das quasi nicht so eine krasse Biegung hat und dementsprechend leichter zu machen ist, ja. Und es hat trotzdem Ewigkeiten gedauert, weil ich wollte es jetzt sauber haben. Und das habe ich jetzt mal so hingelegt. Wenn ihr das auch macht, dann müsst ihr natürlich bedenken, dass da, wo die Kurve ist vom Rock, müsst ihr natürlich auch bei die Ruffles da am Ende so eine Kurve machen zum Abschließen, ja. Und bei der anderen Seite ist es wurscht, weil das wird dann eh noch versäubert mit einem Stich dann, also doppelt umschlagen auf einmal. Ja, übrigens, diese Länge habe ich nicht irgendwie ausgerechnet oder ausgemessen oder sonst irgendwas, sonst ich habe es einfach mal lang gemacht und habe mir gedacht, das wird schon passen. Und das werde ich jetzt einmal so, nur so grob mal verteilen. Wart's kurz. So, jetzt habe ich da das einzeln festgepinnt. Wie man sieht, so etwa Pi mal Daumen immer so die gleichen Abstände. Und jetzt werde ich da die einzelnen Sections mit der Hand rüschen und feststecken, rechts auf rechts. Und dann in einem drüber nähen. That's the plan. So, also die mich schon länger verfolgen, haben das auch schon tausendmal gesehen. Ich tue das immer mit der Hand rüschen, also mit der Hand rein. Da tue ich einfach so einen Stich machen, also einfach so einen Auffederstich und an dem Stich dann das entlang rüschen quasi. Und ich mache das wirklich immer Section für Section und das war so anstrengend. Und wenn ich dann wieder eine Section festgenäht habe, dann tue ich da einfach nur hinten den Knoten aufschneiden und kann dann diesen ganzen Faden rausziehen. Und es ist so, als wäre nie etwas gewesen. Und diesen Faden kann ich dann übrigens gleich für die nächste Section benutzen, also ihr müsst ständig einen Faden neu einfädeln und so ein Schatz. Ihr könnt es einfach weiterverwenden und gut ist. Ja, nachdem ich das dann fertig hatte, da war ich echt am Nervenzusammenbruch nahe, habe ich das natürlich nur versäubert und am Ende durch diese Endkante nur zweimal umschlagen und drüber nähen. So, jetzt können wir die oberen rüschen, ja? Und da werde ich auch einen Rollsaum machen, aber zuerst die beiden Enden da auch so abflachen, damit die Schäden sich ins Nichts auflösen quasi. Und weil das da ziemlich gefuchst ist, also diese Donuts zu versäubern, ist richtig scheiße. Durch das in 2 Schritten. Ich schlage das einmal um, nähe drüber und dann schlage ich es nochmal um und nähe nochmal drüber. Also ich mache den ganzen Schatz zweimal. Aber ohne Schmarrn, es wird wirklich sauberer, weil es ist einfach so heavy, so eine gecurvte Curve, zu versäubern, echt ohne Schmarrn. Und dann pinne ich das einfach fest. Ich mache das jetzt aber nicht rechts auf rechts oder sowas, sondern es quasi einfach so, wie ich sie später dann haben wollen würde. Und ihr ignoriert es einfach, dass da fette, unversäuberte Kante ist. Ihr pinnt das einfach den Ausschnitt entlang, wenn ihr das nachmacht. Und dann muss ich eben Schrägband herstellen. Und das müsst ihr im schrägen Winkel zum Fadenlauf machen, damit das, weil da ist Webware immer dehnbarer. Und genau, das pinne ich jetzt rechts auf rechts, in dem Fall den ganzen Ausschnitt entlang. Ich habe übrigens auch davor das schon mal mit einem groben Stich schon festgenäht, damit ich nicht so viel Nadeln stecken habe. Und dann schneide ich da die Nahtzugabe zurück. Und dann klippt sich überall, wo eine Rundung ist, klippt sich nochmal ein und dann mache ich ein Understitching. Also ich tue die Nahtzugabe quasi auf das Schrägband drauf steppen von oben und danach klappe ich das ganze Schrägband nach innen und tue das quasi nochmal nach innen klappen, dass die keine rohe Kante mehr sichtbar ist und steppe das nochmal ab. Da müsst schauen, dass die Ruffles aus dem Weg sind, weil die werden dann später einfach ganz gemütlich über die Naht drüber fallen und man sieht die von außen gar nicht und von innen ist es super schön mit so einem Mini-Beleg oder halt Schrägband versäubert. Das finde ich eigentlich ganz cool bei so Ruffles, weil ja, es ist irgendwie Patschband und so. Dann habe ich festgestellt, dass mir dieser blöde Ärmel viel zu wenig flatterig ist und deshalb werde ich da nur so ein kleines Pizzastück einfügen in die Naht. Also ich habe das wieder aufgetrennt und habe ein Pizzastück schon fertig versäubert und dieses fertig versäuberte Pizzastück werde ich jetzt in diese Naht einfügen. Zuerst eine Naht, wenn ihr sowas macht, und dann die zweite. Ich nähe das immer von außen nach innen. Das funktioniert eigentlich bei mir ganz gut und man hat später tatsächlich, man sieht später gar nicht mehr. Also das war eigentlich tatsächlich nicht so tragisch. Man sieht, ich mache auch Fehler oder manche Sachen gefallen mir nicht so gut und dann ändere ich sie einfach. Und dann durch Rock an Oberteil feststecken, aber nur die 2 Vorderteile jeweils. Mir ist schon aufgefallen, obwohl ich den eigentlich relativ gut gemessen habe, relativ sauber den Rockstoff, dass ich einfach viel mehr Rockstoff habe, wahrscheinlich weil der Chiffon so nachgibt. Ja, deshalb habe ich jetzt mal nur die Vorderteile festgesteckt. So, ich schaue zwar jetzt gerade katastrophal aus, aber ich dachte, ich schalte mich da mal ganz kurz ein, weil ihr fragt mich ja sehr oft tatsächlich, wie kann es sein, dass das bei dir immer gut sitzt und das Passformproblem und so.
Und ich habe schon ein paar Mal probiert, die Frage zu beantworten. Ich konnte es oft nicht so ganz genau sagen, aber jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel. Ich habe das ja vorher gerade festgesteckt und da ist wahrscheinlich einigen von euch aufgefallen, dass bei dem Oberteil, dass ich hier immer schon, sag jetzt mal, einigermaßen die Nahtzugabe gehalten habe und dann auch einmal das Oberteil aus einem unerfindlichen Grund da voll anders festgesteckt habe. Ja? Und den Rock aber bei der gleichen Nahtzugabe belassen habe quasi. Woher wusste ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Also es war nämlich so, dass das Oberteil, wenn es vor mir gelegen ist, hat es sehr gerade ausgeschaut und war auch gerade. Und ich habe eigentlich ja vorgehabt, das quasi also wirklich Stoffkante auf Stoffkante zusammenzulegen. Aber wie ich das gelegt habe, habe ich ja gemerkt, dass sich der Stoff ein bisschen sträubt. Und habe dann einfach so, wie sich der Stoff quasi gut angefühlt hat, das mal zusammengesteckt. Und immer mal wieder geschaut, da wische ich da eh nur den Stoff. Und ja, den erwische ich noch, sehr knapp, aber ja. Und jetzt habe ich es mal gerade hingehalten und es sitzt perfekt. Also wenn ich halt quasi darauf bestanden hätte, meinen Plan zu verfolgen und das auf Stoffkante gelegt hätte, hätte sich wahrscheinlich das ganze Oberteil verzogen und so passt es jetzt voll gut. Warum dem so ist, kann ich euch nicht erklären, aber wie schon gesagt, manchmal sagt euch der Stoff oder das Kleidungsstück was einem nicht taugt und was schon. Also es ist so ein Gespiel. Und ich probiere das dann aus und teste das an mir, ob ich da mir das nur eingebildet habe, dass es so vielleicht besser ist oder ob es wirklich so besser ist. Und das hat sich jetzt eben gerade herausgestellt, dass es mir super gut sitzt so und dass es da voll schöne Linie am Bauch macht. Auf diese Art und Weise, dass das da alles weg ist. Das hätte ich zum Beispiel spontan nie weggeschnitten oder sowas, wie das Schnittmuster vor mir lag. Also der Schnittteil vom Oberteil hätte ich das niemals weggeschnitten, den Teil. Woher hätte ich es denn wissen sollen? Aber ja, also von dem her, wenn ihr selber Kleidung näht ohne Plan und so, achtet einfach mal drauf, was euch das Kleidungsstück quasi sagt. Oh Gott, das klingt furchtbar. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber das sind so Sachen, das sind halt so Tipps, die kann ich schwer weitergeben. Aber das ist jetzt zum Beispiel so eine Occasion. Und da habe ich mir gedacht, ich erkläre euch das. Und ja, vielleicht versteht ihr dann besser, was ich meine oder was mein Trick ist. Jo. Ich habe jetzt die Vorderteile festgenäht und das angezogen und ja, es steht wirklich wahnsinnig viel über, aber eigentlich ist das sehr cool, weil jetzt kann ich Abnäher machen und dann sitzt es besser am Arsch. Dementsprechend tue ich mir das jetzt markieren, wo die oberen Abnäher sind, damit es wenigstens einigermaßen vernünftig ausschaut. Und dann tue ich einfach mal 2 gleich große Abnäher stecken und immer mal wieder ausprobieren, ob es dann denselben Umfang hat. Dann werde ich das nach unten stecken. Bevor ihr näht, immer probieren, hey, ist der Abnäher tief genug oder steil genug für meinen Hinterteil. Und dann, wenn es fertig ist, tue ich das fertig zusammennähen. Dann tue ich quasi da, wo die Kante ist, immer nur die Nahtzugabe quasi nur ein bisschen absteppen von oben, dass das sauberer alles ist. Und dann kann ich mich jetzt schon an die Bänder machen. Die tue ich einmal rechts auf rechts zusammennähen und dann drehe ich das Ganze um und dann nehme ich einfach so das ist so ein Metallstrohhalm, der ist eigentlich super zum Umdrehen von solchen Schläuchen. Und weil mir der immer nur zu dick ist, werde ich ihn nochmal zusammenlegen und nochmal drüber nähen. Dann habe ich ganz knackige Bänder und die tue ich einfach von oben absteppen und natürlich Nahtzugabe nach innen klappen. Das fand ich eigentlich ganz cool und dann bin ich jetzt eigentlich fertig und das bindet man einfach so. Ich schiebe das da durch und kann da mich dann zusammenknüpfen quasi. Und that's it! Oh mein Gott! Ich liebe das Ding. Oh ne, Schmarrn, es sitzt so gemütlich. Ich bin sehr froh, dass ich die Abnäher hinten machen konnte. Und dass ich da anscheinend so großzügig gemessen habe beim Rock zu schneiden. Es sitzt hervorragend, muss ich wirklich sagen. Und ich bin so froh, dass ich mir auch nochmal die extra Aufgabe gemacht habe, dass ich diese Ärmel vergrößere, weil jetzt sind sie richtig schön flatterig, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ja, ich bin echt super happy. Ich finde es richtig cool. Es ist definitiv sehr rüschig, aber das war das Original auch. Und mir gefällt es auch tatsächlich besser so mit den kurzen Ärmeln und nicht mit den langen. Und oh mein Gott, also das war echt der Hacken, meine 2-Tages-Journey. Aber es hat sich echt gelohnt und ich hatte am Ende sogar noch so viel Stoff übrig, dass ich so einen kleinen Scrunchie gemacht habe. Und natürlich kann man das Ganze dann, wenn man mal rausgeht, irgendwann mit Sneakers stylen, ne? Und ja, das war's von mir. Ich verspreche euch, nächste Woche kommt kein Kleid. Ich verspreche es hoch und heilig. Es gibt was anderes, ich schwöre. Also von dem her sehen wir uns nächste Woche, Mittwoch und Sonntag.